for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Hier ein Albino Tiger Dwarf Netzpython. Ne? White Albino in dem Fall sogar. Es gibt ja Lavender Albino und White Albino. Also White Albino Tiger, ne? Tigermuster, Dwarf Netzpython, Madu Island als Verbreitungs- oder Herkunftsgebiet ursprünglich. Super hübsches Tierchen, deswegen wollte ich es euch heute zeigen. Zum einen, zum anderen auch mal ganz guter, oder man kann ganz gut sehen, dass die Dwarfs natürlich auch nicht winzig klein bleiben. Also der ist jetzt so 3/4 wüchsig, ist deutlich länger wie ich bin. Ne? Wenn ich den vor mich hinhalte, ist der schon deutlich länger wie ich. Also ich denke, der hat so 2,5 Meter. Also die Dwarfs kriegen auf jeden Fall auch gute 3 Meter oder über 3 Meter sogar. Also ganz so winzig bleiben sie auch nicht. Aber bei weitem natürlich nicht so groß wie ein normaler Netzpython. Das Thema heute ist die richtige Futtergröße bei Schlangen und Echsen. Fangen wir bei den Schlangen an. Aus meiner Erfahrung wird immer, oder nicht immer, aber viele Terrarianer füttern zu klein. Die haben irgendwann mal ein Babyschlänkchen gekauft, Kornatter, Königspython, was auch immer. Als Baby passt es meistens noch, weil dann haben sie wahrscheinlich gefragt, welche Größe soll ich füttern. Dann hat es bei einer Kornatter gibt man eine Babymaus, was Kleineres gibt es gar nicht. Bei einem Königspython gibt man vielleicht so einen kleinen Springer. Das passt dann, das ist in Ordnung. Und die Schlange wächst, die Leute füttern jede Woche, aber vergessen die Futtergröße dem Tier anzupassen. Ja. Deswegen so eine kleine Hakennasennatter hier, die will jetzt nicht, dann hole ich gleich noch was anderes. Oder so ein Königspython. Ihr müsst darauf achten, dass die Futtertiergröße angepasst ist. Ne? Hier habe ich einen Königspython. Hübscher super Krebbel hier. Der Königspython, der ist jetzt 3 Monate alt circa, hat geschätzt 150 Gramm. Die Maus hat circa 25 Gramm. Denke ich, passt jetzt gerade so vom Verhältnis. Und das Ganze könnte man jetzt beliebig weitermachen. Ich könnte euch jetzt einen adulten Königspython zeigen, den man mit mittelgroßen Ratten füttert oder 3/4 großen, oder eben den Netzpython, den wir gerade im Intro gesehen haben, der dann entweder einen kleinen Hasen frisst oder wenn ich dem Ratten gebe, also das auch noch als zweite Sache. Man kann auch, wenn die Futtertiere nicht groß genug sind, kann ich auch mehrere nacheinander geben. Ne? Also wenn ich jetzt merke, okay, ich habe nur Mäuse in der und der Größe, oder jetzt in dem Fall zum Beispiel, wenn ich jetzt nur so eine 10 Gramm Maus hätte, dann könnte ich ihm gegebenenfalls auch 2 Mäuse geben, die er dann nacheinander frisst. Also ich gebe ihm eine Maus, wenn er die gefressen hat, wenn er die völlig unten hat, dann gebe ich ihm die zweite Maus, gleiches Spiel. Das kann man auch machen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich ein Beutetier gebe in passender Größe. Hintergrund dafür ist natürlich auch, die Schlangen durch das erstmal das Erlegen der Beute und auch das Fressen der Beute verbrauchen die ja einiges Energie. Und eine Schlange will eigentlich so wenig Energie wie möglich verbrauchen. Das heißt, wenn sie 2, 3 Beutetiere frisst, braucht sie mehr Energie, was für den Energiehaushalt sozusagen nicht das Optimale ist. Ne? Deswegen möglichst eine große Beute. Ich glaube, das ist bei Reptilien immer der Drang oder die Tendenz, möglichst ein großes Beutetier zu fressen. Als Anmerkung noch für das Ganze, es gibt auch Reptilien oder es gibt auch speziell Schlangen,
die einen relativ geringen Stoffwechsel haben. Man sagt es von grüne Baumpython, speziell von grüner Hundskopfschlinger, Corallus caninus, Corallus battesi, selbst auch manche Boa constrictor, also speziell Constrictor. Das sind Tiere, die man ein bisschen sparsam füttern sollte, sagt man in Terrarianerkreisen. Ne? Die tut man nicht wie in dem Fall ein möglichst großes Beutetier, sondern da geht man vielleicht auf 50 bis 70% der Regel, die ich jetzt gesagt habe. Ne? Also wenn ihr so spezielle Kandidaten habt, wie gesagt, aus dem Stegreif fallen mir die Baumpythons ein, Corallus, also Baumpythons, Chondropython oder Corallus caninus, battesi, Corallus enidris gehört vielleicht auch noch dazu. Da die ganze Sache ein bisschen zurückfahren von dem, was ich jetzt so gesagt habe. Also so eine kleine Kornader, die relativ große Maus. Da sagt jeder, um Gottes Willen, die Maus ist ja viel zu groß für die Kornader, die ist ja viel größer wie der Kopf. Ne? Das hört man immer so als Spruch. Die ist ja viel größer als, oder das Beutetier ist ja größer wie der Kopf der Kornader. Und ja, das Beutetier ist größer wie der Kopf der Kornader, macht überhaupt nichts. Das schaffen die, das können die, das ist so in der Natur der Schlangen. Und das muss man sich, oder das müsst ihr euch einfach im Kopf behalten, oder das müsst ihr euch einfach merken, wenn ihr jetzt später eure Tiere füttert oder eure Kornader füttert, denkt dran, als Baby war das Beutetier auch größer wie der Kopf selber. Und genauso ist es, wenn ihr merkt, ich bin gerade abgelenkt von dem Tier, ich gucke dazu. Ich hoffe, die findet den Anfang, weil wenn wir filmen, dann wollen wir natürlich, dass das gleich klappt, oder dann wollen wir nicht eine halbe Stunde daneben stehen, aber jetzt mal schauen. Also die Futtermaus hätte jetzt sogar noch ein kleiner Ticke größer sein können. Witzigerweise merkt man, sie fängt jetzt sogar von der falschen Seite das Fressen an. Das ist eigentlich auch ein Indiz dafür, dass das Beutetier schon wieder fast zu klein ist. Weil wenn das, das könnt ihr euch als Trick merken, wenn ihr oder wenn eure Schlange immer von hinten das Fressen anfängt, dann muss euch auch schon mal eine Glocke angehen und sagen, upsi, da muss das Beutetier zu klein sein. Ja. Wie gesagt, behaltet es immer in eurem Terrarianer-Gedächtnis, dass die am Anfang, wo ihr das Tier erworben habt, da habt ihr ja bestimmt immer gedacht, um Gottes Willen, das Beutetier ist viel zu groß für die Schlange, und sie hat es locker geschafft. Ne? Binnen 10, 15 Minuten frisst die das. Und so müsst ihr das euer ganzes Terrarienleben weiter behalten. Ihr müsst immer den Eindruck haben, ups, das Beutetier ist fast zu groß. Um das Ganze in Gewicht und Prozent auszudrücken, man kann sagen, bei den meisten Schlangen kann man sagen, das Futtertier sollte so 20 bis 30% der Masse der Schlange haben. Ne? Also ihr habt einen jungen Königspython mit 100 Gramm, dann gebt ihr dem eine 20 Gramm Maus. Ne? Das ist eigentlich so mit den 20% oder gute 20%, das ist eine ganz gute Faustformel. Das kommt auch ein bisschen davon, wenn zwei Köche am gleichen Brei sind. Ich habe hier meinem Kollege Jascha gesagt, komm, bring mir eine Babymaus, und ich habe noch eine Schlange gesucht. Und die Babymaus, eben, man sieht es jetzt schon allein, wie gesagt, daran, dass die Kornader, die Maus von hinten frisst, die ist jetzt sogar wirklich einen Ticken zu klein für die Kornader in der Größe. Ne? Also die Babymaus, das war jetzt vielleicht so ein Tag altes Babymäuschen mit vielleicht 2 Gramm. Und die Kornader, die ist schon mehrere Monate alt, also die würde locker ein Tier in der doppelten Größe schaffen. Und was ihr euch als zweite Faustregel merken könnt, wenn die Schlange gefressen hat, dann muss man das Beutetier in der Schlange sehen. Ne? Ihr müsst dem Tier ansehen, okay, guck, da ist die Babymaus im Bauch drin, da muss der Bauch in Anführungsstrich dick oder gerundet sein. Ne? Man muss sehen, aha, die hat gerade gefressen, dann war es die richtige Größe.
Jetzt in dem Fall werden wir gleich sehen, die Babymaus, die verschwindet fast spurlos in der Schlange drin. Das heißt, wir waren einen kleinen Ticken zu klein. Ähnlich verhält sich es bei den Echsen. Da ist natürlich schwer von wegen Körpergewicht oder dicker Bauch, geht natürlich auch nicht. Da ist eigentlich, also das gleiche Prinzip gilt auch bei den Echsen, möglichst groß füttern. In der Natur, die wollen nicht 1000 kleine Fliegen jagen, weil sie da wahnsinnig viel Energie verbrauchen, sondern lieber ein größeres oder 2 größere Beutetiere wie viele kleine, bei den Reptilien. Deswegen so eine mehr oder weniger ausgewachsene Bardergame in meiner linken Hand frisst so große Heuschrecken. Bisschen als Faustregel kann man auch sagen, das Beutetier sollte so breit wie der Kopf oder sogar noch ein Stück breiter sein. Kann man bei Bardergamen sich eigentlich ganz gut merken. Immer mindestens so breit wie der Kopf soll das Beutetier sein. Jetzt bei so einem Leopardgecko gilt ungefähr die gleiche Regel. Hier so die mittleren Heuschrecken sind in Ordnung oder die großen Heimchen sind in Ordnung. Wenn er jetzt vergleicht, die sind eigentlich auch immer so breit wie der Kopf oder noch ein Stück breiter sogar. Also das ist eine ganz gute Faustregel. Futtertier so breit wie der Kopf. Und dann entsprechend bei den Echsen gibt man natürlich nicht nur eine, sondern 2, 3. Nicht vergessen, mit Mineralien zu bestäuben. Bei der Stelle ein Verweis auf die guten Nekton-Produkte. Nekton MSA, Nekton Calcium, Calcium plus D3 kann ich euch ans Herz legen. Damit die Futtertiere einstäuben und wie gesagt die passende Größe, dann wird es euren Terrarientieren perfekt gehen. Wichtig bei dem, was ich jetzt gezeigt habe, nicht, dass ihr einen falschen Eindruck kriegt, dass man die Tiere überfüttern soll. Es geht nicht darum, denen wahnsinnig viel zu geben, sondern die Tendenz muss zum relativ großen Futtertier sein. Den Intervall, wie oft ich fütter, mit dem steuere ich natürlich die Menge, die ich fütter. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht, dass ich hier zum Tiere mästen aufrufe, ganz und gar nicht. Es geht einfach darum, die richtige Futtergröße zu wählen. Den Futterintervall, wie oft ich das Tier fütter, das ist nochmal ein anderes Thema und das haben wir auch schon öfters besprochen. Das hat das eine mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.